Stell dir vor, du lebst in einer Welt, wo mehr Schein als Sein ist. In einer Welt, wo deine Gedanken deine Reaktionen bestimmen, aber die Gedanken nicht von dir kommen. Und darum reden wir heute. Es wird sehr, sehr spannend. Also ich werde dir einen Vorhang lüften, der dir einfach zeigt, warum du in der Matrix gefangen bist. Warum du das Gefühl hast, frei zu sein, aber nicht frei bist. Und umgekehrt, warum du das Gefühl hast, frei zu sein, aber doch gefangen bist. Und diesen Vorhang werde ich dir heute lüften und ich werde dir viele Dinge erklären, warum du eben in dieser Matrix gefangen bist. Es wird sehr, sehr spannend, ja. Das Erste, was ich gleich ansprechen möchte, ist die Immersion der äußeren Realität. Das heißt, du kannst dir die Realität so vorstellen wie ein Computerspiel und das Ziel eines jeden Spiels ist es, dass es dich immersiert. Immersion bedeutet, dass es dich ablenkt von verschiedenen Dingen, damit du das Gefühl hast, der Charakter, der Avatar im Spiel zu sein. Das heißt, du wirst geboren, vergisst auf der einen Seite, wer du vor diesem Leben warst, und dann bekommst du einen Namen, dann bildet sich dein Ego, dann deine Identität, dann kommen deine Gedanken und dann bist du mal die ganze Zeit abgelenkt von deinen Gedanken und dann kommst du in die Schule, dann lernst du neue Dinge, das heißt, du wirst programmiert und dann gehst du in die Arbeitswelt, dann musst du plötzlich Miete zahlen, deine eigenen Kinder ernähren und so weiter und bist in einem Leben drin, wo du komplett immersiert wirst von früh bis abend, wo du keine Zeit hast, über die Dinge nachzudenken, wer du wirklich bist, weil du halt gefangen bist im Leben in dieser ganzen, nennen wir es mal Matrix, ja. Und dadurch entsteht halt eben Medien, Technologie, Konsumverhalten, Computerspiele, einfach Dinge, die dich von außen so beeinflussen und Dinge, die du magst oder nicht magst oder Social Media, Handy, Scrollen, Instagram, Facebook, was auch immer. WhatsApp kann man auch noch hinzufügen, bei manchen auch Telegram. Auf jeden Fall Dinge, die dich halt ablenken, anstatt und das ist eben eines der Punkte, die Immersion, die dich halt hält. Und wenn du dann mal kurz einen Detox machst, dann sind deine Gedanken da. Ja, deine Programmierungen machen sich dann sichtbar und deine Gedanken sind dann da und dann kannst du dich auch nicht wieder auf dich selbst fokussieren, weil du ja die ganze Zeit über irgendwelche Dinge nachdenken musst, die in der Regel Vergangenheit sind oder in der Regel in der Zukunft sind. Ja. Und das ist das Nächste und das ist sozusagen das Denken in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das heißt, es gibt Ereignisse, die dich in der Vergangenheit getriggert haben und also das Gehirn, der Verstand nimmt sie und projiziert sie auf die Zukunft, dass das in der Zukunft auch so sein wird. Also dieses Wenn-Dann-Denken und das lenkt dich sozusagen dann vom Jetzt ab, wo du das alles erkennen würdest und auflösen würdest und dadurch bist du sozusagen gefangen in einer, deswegen sagt man auch, du bist in einem Traum, weil deine ganze Realität, die du erlebst, beruht eben auf Vergangenheit und Zukunft. Und beides ist ein Traum. Denn die Vergangenheit ist geschehen, ist vorbei und die Zukunft kommt erst noch, ist also auch ein Traum. Ja? Und das hält dich ab von der Wahrheit, von diesem einzigen ultimativen Augenblick und das ist jetzt. Ja? Und das erzeugt eben dann diese Illusion. Ja. Dann das nächste sind deine Weltbilder über dich selbst und über die Welt, also festgefahrene Weltbilder, die deine Realität einschränken, eben kulturelle, soziale Konditionierungen und individuelle Wahrnehmungen formen und begrenzen diese Sache. Ja. Ich heiße übrigens Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Bewusstsein und mache immer wieder neue Videos, wo ich dir einfach Dinge aufzeige, die ich würde mich selbst irgendwo in der Mitte setzen zwischen normaler Mensch und spiritueller Mensch, wo ich sage, das Ziel aus meiner Sicht ist einfach eine kritische Hinterfragung. Ich war früher in meinem Vorleben Gerichtssachverständiger und habe sozusagen nach wie vor glaube nur das, was ich den Richter als Gutachten vorlegen kann, und weswegen ich in der spirituellen Szene zwar tätig bin, aber sehr, 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 sehr kritisch bin, was die ganzen Sachen angeht, sozusagen die Spiritualität einfach durchleuchte und dort sehr kritisch Dinge hinterfrage und aber immer offen bin für Neues und versuche dann das durch Selbsterfahrung zu erleben. Ja. Das ist das, so würde ich mich am besten beschreiben, so ein spiritueller Kritiker, der einfach ja nicht alles glaubt, was man ihm erzählt. Deswegen habe ich auch sehr, sehr viel
gelesen und einen Großteil meines Lebens mit Praxis verbracht. Habe auch dann schlussendlich durch die Erfahrungen, durch dieses Wissen, das ich gemacht habe, ein Buch geschrieben, das nennt sich Das große Mysterium, wo ich sehr, sehr tief in diese ganze Thematik aus der Perspektive eines sehr, sehr krassen Kritikers betrachte. Ja, so, wenn du dich für diese Themen interessierst, die großen Fragen des Lebens, durch Selbsterfahrung, durch einen Kritiker, dann schau auf jeden Fall auf Amazon oder auf anderen Buchhandlungen und schau mal nach dem Buch Das große Mysterium. Kommen wir weiter in die nächste Sache. Und zwar, das nächste ist das Festhalten an der eigenen Identität, also das Klammern an den Rollen, die man selbst hat, oder Vaterrolle, Arbeitsrolle, Jobrolle, was auch immer. Und das hält einen in einem selbst geschaffenen Gefängnis. Ja. Und das ist eben wichtig, dass man diese Identifikation zum Beruf, zum Status, Beziehungen, eine Art künstliche Realität erschafft, die einem wiederum die nächste Schicht der Immersion auferlegt, dass man sozusagen dann abgelenkt wird und sich als das, also es geht immer um dieses Identifizieren, Identifikation. Ja. Und schlussendlich führt das in der Regel dazu, dass eines der ersten Phasen der Bildung des Egos, dass man denn glaubt, der Körper zu sein. Man ist im Spiegel, sieht sich selbst an und glaubt, ich bin Markus und ich blicke gerade in den Spiegel. Ja. Wenn man dann länger hinschaut und sich dem konfrontiert oder sich löst von diesem ganzen Denken, dann blickt man in den Spiegel und kommt drauf, ich bin etwas anderes. Etwas, was durch diesen Körper und durch die Identität von Markus blickt und sich selbst gerade dabei beobachtet. Ja? Aber diese Wahrnehmung kann nur im jetzigen Augenblick erlebt werden und erfahren werden. Und deswegen ist es einfach aus meiner Sicht wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, sich von der Identifikation zu entkoppeln. Und deswegen kann ich dir auch das Buch Das große Mysterium empfehlen, wo eben diese 4 Phasen des Lebens sehr durchleuchtet werden. Konstruktion der Realität, Bildung der Individualität, Bildung des Bewusstseins im Zusammenspiel der Identitäten in der Konstruktion und schließlich der Sinn des ganzen Zusammenspiels. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Welt zu ernst nehmen, weil man von der Außenwelt emotional getriggert wird. Das heißt, geschieht ihnen was, du wirst getriggert, du gehst in die Emotion hinein und deine Reaktionen und dein Denken beruhen in der Regel auf deinem emotionalen Zustand, was dich dann zum Bewusstseinszustand führt, und aus dem Zustand heraus reagierst du dann schließlich. Und du kennst es selber, hast du heute einen richtig guten Tag, bist du in einem tollen Zustand, dann hast du heute gar keine negativen Dinge, gar keine Probleme. Ja, alles ist super. Bist du in einem anderen Zustand, denkst du heute negativ. Da kannst du noch so spirituell sein. Ja? Spirituell heißt nicht, dass man nicht negativ ist, ja, dass man nicht negativ denkt, sondern es ist nur ein Mythos, ein Vorurteil. Spirituell heißt einfach nur, dass du dir dessen bewusst wirst, dass deine Reaktionen auf Basis deines Zustandes abhängig sind und dass ein spiritueller Mensch, wenn er will und wenn er wählt, dann eben sein Bewusstsein erweitert, indem er versucht, an sich selbst zu arbeiten, an seinen Mustern zu arbeiten, um eben diese Bewusstseinsskala nach oben zu klettern, damit er viel glücklicher aus einem glücklicheren Zustand die Realität betrachtet, damit seine Gedanken positiver werden. Also es ist sehr simpel eigentlich. Ja? Das nächste ist das Streben nach Freiheit, ist aus meiner Sicht eine Falle der Immersion der Matrix, weil je mehr du, das ist so ironischerweise die Bindung, ja? Das heißt, du strebst nach Freiheit und tust dann dementsprechend irgendwelche Dinge und gehst in die ständige Aktivität und in die Ablenkung, die daraus erzeugt wird. Ähm, und bildest dann noch mehr Glaubenssätze, Muster, Wahrheiten, Wissen und keine Ahnung was auf und suchst eben nach diesem Gefühl nach Freiheit, zum Beispiel finanziell frei zu sein, und dann bist du finanziell frei und dann kommst du drauf, das ist gar keine Freiheit, das ist einfach nur ja, ein Modell. Hä? Und wahre Freiheit findest du eben im Loslassen und im Sein, im gegenwärtigen Moment, in der Glückseligkeit, anstatt im ständigen Tun. Ja? Das nächste ist eben die Anhaftung und an den materiellen Besitz und Erfolg. Heißt, je mehr du willst, je mehr du brauchst, je mehr du das Gefühl hast, etwas Besseres zu sein, wenn du das und das hast oder erreicht hast, dann kommst du ziemlich schnell darauf, dass du in so einem Zyklus von Begehren und Enttäuschung drin steckst und dass dieses Zusammenspiel eben eines der Werkzeuge ist, der die Illusion der Matrix aufrecht erhält. Ja? Und deswegen dir das Gefühl von Zufriedenheit und Glück
dadurch versperrt. Ja. Das nächste ist eine soziale Konditionierung und Gruppenzwang, was eben dazu führt, dass du das Zugehörigkeitsgefühl hast, vor allem bei vielen jungen Menschen, die haben immer das Gefühl, ich muss irgendwo dazugehören, damit ich mich selbst irgendwie als jemand sehe, von einem Teil von ihnen, etwas in jemanden. Und dadurch entkoppeln sie sich von sich selbst und gehen sozusagen dann in ein anderes morphisches Feld. Ja? Und das individuelle bewusste Normen und Glaubenssysteme eben dann dadurch übernehmen werden, ist klar. Und das schränkt natürlich deine Wahrnehmung auf der Realität ein. Das nächste ist dann eben Angst vor dem Unbekannten. Aber das ist so eines der größten Themen vieler Menschen. Sie haben einfach Angst vor Dingen, wo sie nicht wissen, wie das dann ausgeht, was danach passiert. Und diese Angst führt in der Regel immer dazu, dass man aus Angst handelt und so dann von der Welt durch die Angst immersiert wird. Ja. Und dann schließlich auch natürlich die Macht der Gewohnheit, weil wenn du es gewohnt bist, so zu denken, wenn du es gewohnt bist, das zu tun, dann wirst du dadurch Muster bilden und dann aus der Gewohnheit heraus dich natürlich in der Matrix festhalten. Ja. Und es gibt nur eine Gewohnheit, die positiv ist. Und zwar, dass du dir es angewöhnst, bei meinen Videos immer ein Like zu machen. Spaß beiseite. Aber es wäre richtig nice, wenn du mir jetzt ein Like machst und mir selber einen Kommentar schreibst, was du davon hältst zu den Dingen, die ich gerade gesagt habe und was dich persönlich in dieser Welt immersiert, was dich persönlich in dieser Matrix hält. Das wäre sehr, sehr interessant als Ergänzung zu diesem Video viele Kommentare unten noch zu lesen, was deiner Meinung nach ähm, das noch unterstützt die Immersierung der Matrix. Und wenn andere das lesen oder du die anderen Kommentare liest, dann wirst du dann noch besser von der Immersion entkoppelt. Ja. Das wäre richtig nice. Und vielen Dank fürs Liken und Kommentieren und das Teilen dieser bewusstseinserweiternden Videos an deine Freunde, damit die ganze Welt noch bewusster wird, für das Unterstützen des Algorithmus und freu dich schon auf die nächsten Videos. Ich habe da richtig coole Sachen vorbereitet. Ja. Das nächste ist die Verhaftung an Überzeugungen und Ideologien. Ja, also starke Überzeugungen, Ideologien, die Offenheit für neue Ideen begrenzen und die Welt eben zu einer Art vorgefertigte Linse, eine Art Brille, die du dann aufsetzt, erschaffen. Und durch diese Brille blickst du in die Realität und die verzerrt natürlich ziemlich viel. Und das ist dann die Immersion Stufe 7. Das nächste sind deine selbstbeschränkenden Glaubenssätze. Also wenn du Dinge nicht glauben kannst, die jenseits deiner Vorstellungskraft gehen, dann ist das, und das wird natürlich durch die Kindheit geprägt und geformt, ähm, prägen eben deine Wahrnehmungen und die Möglichkeiten. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, der Glaube versetzt Berge. Damit will gemeint werden, dass du deine Prägungen, deine beschränkten Glaubenssätze, Wahrheiten über über den Berg stürzen musst oder über die Klippe stürzen musst, damit du dann eine höhere Form von Wahrnehmungen bekommst. Ja. Das nächste ist natürlich eine krasse Sache, die aus meiner Sicht eines der intensivsten Immersionen ist in der Matrix, und zwar die emotionale Verstrickung und Traumata. Das heißt, wir sind alle ungelöste emotionale Wesen in Wirklichkeit. Wir haben alle in der Kindheit irgendwas erlebt, wo wir irgendwelche Dinge, wo mit uns geschrien wurde, wo wir verprügelt wurden, wo wir in der Schule gehänselt wurden und so weiter, wie ich auch. Ja. Und dadurch sind wir eben verstrickt in Traumata, in Entwicklungstraumata, in welchen Themen, die wir haben, Trigger, sonst werden wir ja gar nicht getriggert. Und dies beeinträchtigt maßgeblich deine Wahrnehmung der Realität, weil irgendwas geschieht und du wirst davon getriggert, fühlst dich dann gleich so und so weiter und bist sozusagen dann wie so eine Fernbedienung, die einfach reagiert, wenn etwas geschieht, dann drückst du auf diesen Sender und reagierst auf Basis deiner Muster. Ja? Und das ist natürlich das, weil deine Reaktionen beruhen primär auf deinen emotionalen Zustand und deine Zustände basieren auf deinen ganzen Traumata-Geschichten und auf deinem ganzen System in deinem Gehirn, ähm, weswegen es halt sehr, sehr wichtig ist, sich damit intensiv zu beschäftigen, was da eigentlich abgeht, ja. Ich produziere gerade einen Kurs, der nennt sich Echo der Seele, wo ich sehr tief darauf eintauche. Falls der Kurs fertig ist, findest du ihn auf meinem Blog marcolorenz.com. Da gehe ich ein bisschen detaillierter darauf ein, kostenlos natürlich, ja.
Das nächste ist die Suche nach externer Validierung und Anerkennung. Sehr viele Menschen, die anfangen oder in diesem jungen Alter sind, haben halt dieses Thema, dass sie nach Anerkennung streben, nach einem gewissen Fahrzeug, nach einem Ruhm, nach Geld, nach Macht. Und dieses Streben nach diesen ganzen Dingen, in Wirklichkeit materieller Natur, führt in der Regel immer dazu, dass man sich entkoppelt von seinem wahren Selbst. Ja. Und da dieses Entkopplung führt eben, dass du dein Selbstbild darauf aufbaust, weil du glaubst, du bist jemand, wenn jemand sagt, du bist jemand. Ja. Aber du solltest jetzt schon realisieren, dass du schon jemand bist, unabhängig davon, was andere sagen und was für Anerkennung du bekommst, weil das definiert dein wahres Selbstbild. Und das ist das, was dich schlussendlich dann aus der Immersion, aus diesen Mustern bringt. Das nächste ist dann übermäßiger Konsum von Nachrichten, Medien oder irgendwelchen materiellen Gütern. Das führt eben dazu, dass wir durch die Medien verzerrte Wahrnehmung bekommen, ein Gefühl der Angst einprogrammiert wird und ein Misstrauen oder Pessimismus entsteht. Und aus diesem Misstrauen und Pessimismus nehmen wir die Welt viel immersiver wahr. Was jetzt nicht bedeutet, dass es was Schlechtes ist. Es bedeutet einfach nur, du hast dir ein System geschaffen, wo du von außen durch diese ganzen Punkte, und es gibt noch viel, viel mehr, immersiert wirst, damit du das Gefühl hast, eben du zu sein und dich selbst als deine Individualität erlebst und erfährst. Ja. Und kommen wir nun zum letzten Punkt, und zwar eine fehlende Achtsamkeit und Selbstreflexion. Das ist ein Mangel an Selbstreflexion, der es erschwert und dich dadurch in eigene Verstrickungen bringt, die dazu führen, dass du sozusagen nicht aus der Matrix ausbrechen kannst, weil du eben diese Selbstreflexion nicht gut meistern kannst. Ja. Und deswegen ist Selbstreflexion sehr, sehr wichtig. Darum empfehle ich dir eben den Kurs Echo der Seele, wo ich dir 10 Geheimnisse vorstelle, wo es darum geht, dich selbst sehr, sehr tief zu reflektieren und dann bewusster zu werden. Und auf der anderen Seite empfehle ich dir das Buch Das große Mysterium, was ich geschrieben habe. Das ist sozusagen das ultimative Werk für die ultimative Selbstreflexion, wo ich dir auf der einen Seite sage, okay, wie ist die Konstruktion gebaut, wie ist die Individualität erschaffen, wie funktioniert sie in der Konstruktion, wie bildet sich daraus das Bewusstsein und schließlich dann, was ist der Sinn des Ganzen. Und das Ganze ist wie ein Roman geschrieben, wie eine Reise, wie ein Abenteuer, wo ich dich einfach begleite, also du begleitest mich und ich habe das so geschrieben, dass du das Gefühl hast, wie beim Film selbst der Hauptdarsteller zu sein und dort dann auch diese Channelings dann siehst, die dann mit dir was machen und dich eben in dieses göttliche Bewusstsein erwecken. Das ist das Ziel des Buches, also freu dich drauf. Ja. Ist ab jetzt übrigens schon vorbestellbar und ich kann es kaum erwarten, dein Feedback zu diesem Buch zu bekommen. Ja. Ich hoffe, dieses Video konnte dir ein bisschen helfen. Ich möchte dir danken, dass du ein Teil meiner Community bist, dass du mich unterstützt durch die Kommentare, durch das Liken und Teilen dieser Videos und freue dich aufs nächste Video. Das wird sehr, sehr spannend und ich freue mich, dich dann dort wieder zu sehen. Also bis dann. Tschüss.